Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen hier bei Namahim. Ich freue mich, dass du wieder da bist zur Serie Alles über Heilung. Und wenn du bereit bist, gehen wir den nächsten Schritt zusammen. Dieser nächste Schritt beinhaltet, ganz bewusst hinderliche Überzeugungen loszulassen betreff Heilung. Und wenn du dich an das Einführungsvideo erinnerst, wenn du es gemacht hast, die Übung, da ging es ja schon mal darum, alle unbewussten, hinderlichen Überzeugungen mal anzulockern. Und jetzt schauen wir uns die mal ganz bewusst an. Ja, und da möchte ich jetzt über Sachen sprechen, die dir ganz klar bekannt sind, denen du auch schon überall begegnet bist. An jeder Ecke hört man das. Ob das Diäten sind, sportliche Betätigungen, Zusatzpräparate, die du brauchst, Elektrosmog und so weiter und so fort. Man hört es überall und es wird gepostet von Menschen, die auf der Suche sind und glauben, gefunden zu haben, so ein Stein der Weisen. Bitte versteh mich jetzt nicht falsch oder besser gesagt, versteh mich bitte richtig. All das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht wirklich wichtig. Wichtig sind ganz andere Dinge und ich versuche dir das so einfach wie möglich, diese Grundlagen der inneren Einstellung über Heilung in diesen Folgen näher zu bringen. Diese Folge heißt Alles über Heilung. Ich verspreche dir Heilung? Fragezeichen. Kann ich dir denn Heilung versprechen? Ich hoffe, durch diesen provokativen Titel, dass viele hier reinklicken ins Video, die gern so ein Heilungsversprechen hätten. Von mir, von sonst jemandem, sodass ich jetzt das sagen kann, was jeder Heiler sagen sollte. Ich kann es dir nicht versprechen. Warum kann ich es dir nicht versprechen? Ganz einfach deswegen, weil Heilung nur funktioniert, wenn du es zulässt. Kein Heiler der Welt kann dich heilen, wenn du nicht bereit für Heilung bist. Ein Heilungsversprechen nimmt dir die Verantwortung ab. Es ist wie von oben herab und schwächt dich. Setzt den Heiler zum Beispiel in eine Position über dich. Das ist jenseits aller Kraft und du brauchst deine Kraft für deine Heilung. Das Einzige, was ein Heiler tun kann, was ich auch tun kann, ist, mit dir diesen Weg zu beschreiten, dich vor das Tor zu führen. Durchgehen kannst nur du. Und dann sind wir schon wieder bei der Übung für diese Folge jetzt angekommen. Ich bitte dich, atme ein paar Mal ruhig. Und es ist immer wichtig, dass du dir bewusst bist, was du sagst, dass du es fühlen kannst. Sage dir jetzt, wer bin ich? Zu glauben, ich wäre nicht in der Lage, mich selbst zu heilen. Zu glauben, ich wäre nicht vollkommen. Du mein Lieber, meine Liebe, es liegt wirklich an dir, zu erkennen, dass du mehr bist als Mensch, viel mehr. Und vor allem, du bist kein Opfer, du bist Schöpfer. Wenn dir jemand ein Heilungsversprechen gibt, wirst du zum Opfer. Lass lieber Heilungsversprechen andere machen, wenn sie das unbedingt wollen. Wenn du Heiler bist, mach es bitte nicht. Und wenn dir jemand Heilung verspricht, dann sei skeptisch. Und wenn dir jemand den Tod verspricht, im Sinne von, du oder sie haben noch so und so lang zu leben, dann tritt einen Schritt zurück und geh weg. Das ist unverantwortlich. Das ist nicht nur unseriös wie ein Heilungsversprechen, es ist eigentlich ein Verbrechen. In dem Moment, wo du so eine Botschaft kriegst, bricht dein ganzes Energiesystem zusammen. Und wenn da eine Erkrankung ist, ist hier Tor und Tür geöffnet. So sei auch du bitte immer achtsam als Heiler, Heilerin, wenn du mit Menschen sprichst,
Wenn sie dir Probleme erzählen, wenn sie dir von einer Krankheit, von Schmerzen erzählen, dann verstärkt das Ganze nicht, indem du wirklich darauf eingehst und ihnen das bestätigst. Versuche es positiv umzudeuten. Gute Gefühle sind heilsam. Niederschmetternde Diagnosen sind Todesbotschaften. Ja, und solche Dinge entstehen einfach aus Unwissenheit, wie Krankheiten, Symptome denn in Wahrheit, Wirklichkeit entstehen und dass man diesen Prozess auch rückgängig machen kann. Alles, was man erinnert dich, du bist Schöpfer, selbst erschaffen hat, hey, das kann man auch wieder diskreieren, könnte man sagen, als Schöpfer. Es ist halt nicht so einfach, Symptome, Krankheiten einfach wegzuschlucken, zu wuppen, wegzuoperieren, Geschwüre wegzuschneiden. Okay, manchmal kann es helfen. Es kann manchmal einen Heilungsprozess unterstützen. Manches Mal braucht es auch, dass man schmerzfrei ist, um wirklich ein gutes Gefühl zu entwickeln. Ich will das alles nicht verteufeln, aber es ist nicht wirkliche Heilung. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich erzähle die manchmal in meinen Seminaren. Also die Geschichte handelt von einem Rollstuhlfahrer, der seit 20 Jahren querschnittgelähmt ist. Er ist mal vom Baum runtergefallen. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Und er hat wirklich alles probiert. Er war bei allen Heilern, er war bei allen Ärzten, er war bei allen Heilpraktikern. Er hat sämtliche Diäten, Zusatzpräparate, alle möglichen, alles, was möglich war, hat er probiert. Und es hat nicht wirklich geholfen. Er sitzt immer noch im Rollstuhl und fährt eines Tages irgendwie deprimiert mit seinen Freunden in ein Fastfood-Restaurant und bestellt sich einen dicken, fetten Hamburger. Das hat er seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, das hat er sich nicht erlaubt. Weil er wollte seine Heilung unbedingt erreichen. Isst diesen Hamburger und er schmeckt. Er steht aus dem Rollstuhl auf und ist geheilt. Was ist da passiert? Ist sowas möglich? Denk mal drüber nach, fühl mal drüber nach. Ich sagte, sowas ist möglich und sowas passiert immer wieder leider viel zu selten. Und warum? Weil die Menschen die Lösung, das Heil immer im Außen suchen, statt in sich. Dort ist der Stein der Weisen. Dort ist es zu finden. Und das ist das, was ich sehr gern mit dieser Heilungsserie nach außen transportieren möchte. Heilung ist einfach. Jetzt aber noch Vorsicht. Jetzt daraus zu schließen, dass jeder Rollstuhlfahrer mit einer Querschnittslähmung nur in dieses Fastfood-Restaurant gehen sollte und diesen Hamburger essen sollte, um Heilung zu erfahren, ist ein völliger Fehlschluss. Aber genau das passiert täglich. Jemand findet irgendwas, was ihm gut tut und macht eine Religion draus. Und das soll dann allen helfen. Es hilft vielleicht einigen, wenn es eine gute Sache ist, aber es hilft nicht allen. Man kann da kein Dogma draus machen. Und viel einfacher ist es, wenn du für dich oder du als Heiler immer vermittelst, es ist einfach, geh in dich rein, sprich mit deinem Körper und so weiter. Wir werden da in einer anderen Folge noch drauf kommen. In der nächsten Folge, in der Folge 6, möchte ich dir mal ein bisschen erzählen, wie du als Energie, ich habe dir gesagt, du bist Energie, alles ist Energie, Energie möchte sich bewegen, Energie lebt, Energie möchte immer in Balance sein, in Harmonie. Und Harmonie ist Balance, Achtsamkeit, haben wir schon drüber gesprochen, ist Heilung oder ein geheilter Zustand. Und was passiert, wenn Disbalance ist, wie dann Symptome entstehen oder mit der Zeit auch Krankheiten? Da gehen wir nächstes Mal darauf ein. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn du mir hier einen Daumen nach oben gibst, wenn du den Kanal Namahim abonnierst, dann bleibst du dran. Dann wirst du informiert, wann das nächste Video kommt. Und erinnere dich, ich habe dir versprochen, am Ende dieser Videoserie, werden ungefähr 12, 13 Teile werden, werde ich dir wirklich etwas Machtvolles vorstellen, das all das beinhaltet, worüber wir jetzt in diesen Folgen
sprechen, ich zu dir, du lauscht, ich mit dir verbunden bin. Ich freue mich unglaublich drauf und schön, dass es dich gibt. Schau wieder rein beim nächsten Video. Danke.